Deutsch lernen durch Hören. Der Frühbucher. Laura trifft sich heute mit ihrem Kumpel Adrian. Er kam gerade aus dem Urlaub zurück. Er war für 3 Wochen in Australien. Hallo Adrian. Und, wie war es in Australien? Was hast du erlebt? Du musst mir unbedingt alles erzählen, sagt sie neugierig. Hallo Laura. Oh, es war richtig schön. Das Wetter war immer toll und wir haben ganz viel verschiedene Tiere gesehen. Am besten haben mir die Kängurus gefallen. Und die Koalas waren auch sehr süß. Wir haben auch die Oper in Sydney besucht. Das ist ein beeindruckendes Gebäude. Ich habe ganz viele Fotos gemacht, erzählt er. Das klingt nach einem tollen Urlaub. Ich würde auch gerne mal wieder verreisen. Aber die Flüge sind immer so teuer. Wie kannst du die vielen Reisen bezahlen? Ich mache zwar sehr oft Urlaub, aber ich gebe nicht viel Geld aus. Es gibt viele Tricks, um Geld zu sparen. Ich habe immer nur Handgepäck, wenn ich in den Urlaub fliege. Das ist billiger. Und ich suche mir immer ein sehr günstiges Hotel oder übernachte auf einem Campingplatz. Aber am wichtigsten ist es, ein Frühbucher zu sein, erklärt Adrian. Ein Frühbucher? Was meinst du damit? Fragt Laura neugierig. Es ist billiger, wenn du eine Reise schon sehr früh planst. Ich fliege nächstes Jahr nach Amerika. Bis dahin ist noch fast ein ganzes Jahr Zeit, aber die Flugtickets habe ich jetzt schon gekauft. Wenn ich sie erst nächstes Jahr kaufe, dann kosten sie viel mehr Geld. Oh, das wusste ich nicht. Das ist ein guter Tipp, antwortet Laura. Friedhofsgärtner. Olaf ist gerade auf dem Weg zur Arbeit. Er hat einen sehr ungewöhnlichen Beruf. Er arbeitet als Gärtner auf einem kleinen Friedhof. Diesen Job macht er schon seit 40 Jahren. Er kümmert sich um die Gräber, mäht den Rasen und gießt die Blumen. Er ist gerne allein und bei der Arbeit hat er meistens seine Ruhe. Außerdem liebt er es, im Garten zu arbeiten. Deswegen ist der Job perfekt für ihn. Doch Olaf kümmert sich nicht nur um die Pflanzen. Manchmal redet er auch mit den Menschen, die den Friedhof besuchen. Heute kommt eine alte Frau zu Besuch. Ihr Mann ist vor 3 Jahren gestorben. Sie stellt frische Blumen auf sein Grab. Seit seinem Tod hat sie niemanden mehr, mit dem sie reden kann. Olaf setzt sich mit ihr zusammen auf eine Bank. Die beiden unterhalten sich. Die Frau erzählt von ihrem Tag. Auch Olaf erzählt ihr, was er heute schon gemacht hat. Vielen Dank für die nette Unterhaltung. Es ist schön, mit jemandem zu reden. Ich werde jetzt wieder nach Hause gehen, sagt die Frau zu ihm. Mich hat es auch sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal, antwortet Olaf und verabschiedet sich von ihr. Jetzt muss er weiterarbeiten. In 2 Stunden hat er Feierabend und es gibt noch viel zu tun. Bald ist Olaf zu alt für den Job. Doch bis jetzt hat er noch keinen Nachfolger gefunden. Es gibt nicht viele Leute, die als Friedhofsgärtner arbeiten wollen. Doch es ist ein schöner Beruf. Wenn man Menschen und Pflanzen mag, dann wird die Arbeit viel Spaß machen. Filmabend mit Lena. Luisa will sich heute mit ihrer Freundin Lena treffen. Die beiden wollen zusammen einen Herbstspaziergang im Wald machen. Doch es gibt ein Problem. Es regnet schon den ganzen Tag. Luisa ruft Lena an. Hi Lena! Es sieht so aus, als würde unser Treffen ausfallen. Bei diesem Wetter macht ein Spaziergang keinen Spaß. Oh, wie schade, ich habe mich so auf den Tag gefreut, antwortet Lena traurig. Luisa denkt kurz nach. Ich habe eine Idee.
Wir können einen schönen Filmabend machen. Auf Netflix kann man jetzt die neue Staffel von You sehen. Oh, das ist eine gute Idee. Ich habe mir gerade erst einen neuen Fernseher gekauft. Das ist die perfekte Gelegenheit, um ihn auszuprobieren, ruft Lena begeistert. Luisa setzt sich in ihr Auto und fährt zu Lena. Ich habe Chips mitgebracht, sagt sie zu ihrer Freundin. Klasse! Wollen wir auch noch eine Pizza bestellen? Ich habe sehr großen Hunger, schlägt Lena vor. Luisa nickt. Pizza ist mein Lieblingsessen, antwortet sie. Okay, ich rufe die Pizzeria an. Ich nehme eine Pizza Salami. Und was möchtest du? Fragt Lena. Ich nehme eine Pizza Margherita und eine große Cola, sagt Luisa. Ein paar Minuten später sitzen die beiden Freundinnen mit Getränken und Pizza vor dem Fernseher. Die neuen Folgen gefallen den beiden sehr gut. Der Filmabend war eine tolle Idee. So können wir das schlechte Wetter nutzen, sagt Luisa und beißt in ihre Pizza. Lena lächelt. Ja, genau. Und nächstes Mal machen wir dann unseren Spaziergang. Dann ist bestimmt auch wieder gutes Wetter. Suche nach der Liebe. Es ist Winter und Samuel fühlt sich einsam. Es ist sehr kalt und er sieht seine Freunde nicht mehr so oft wie im Sommer. Er wohnt allein. Meistens weiß Samuel nicht, was er tun soll. Ihm ist sehr langweilig. Also nimmt er sein Handy und lädt eine Dating-App herunter. Tinder. Samuel wischt nach links und rechts. Er hat einige Matches. Meistens schickt er die erste Nachricht. Manchmal macht auch die Frau den ersten Schritt. Samuel findet Profile besser, die viel detaillierte Informationen über sich selbst enthalten. Nachdem er sich das erste Treffen mit einer hübschen Frau ausgemacht hat, gibt er sein Bestes, um attraktiv auszusehen. Er ist aufgeregt und nervös. Worüber soll er reden? Er betritt das Café und schaut sich um. Von einem Tisch winkt ihm eine Frau zu. Das ist sein Date. Samuel setzt sich zu ihr und sie fangen an zu reden. Es war ein schöner Abend, doch beide waren sich einig, dass es kein zweites Date geben wird. Sie wollen jedoch Freunde bleiben, da sie einige Gemeinsamkeiten haben. Er geht auf ein weiteres Date. Er geht auf ein drittes Date, ein viertes, doch jedes Mal bricht der Kontakt nach dem ersten Date ab. Samuel ist frustriert und löscht die App. So hat er sich das nicht vorgestellt. Eines Tages geht er mit seinen Freunden in eine Bar. Eine gemeinsame Freundin hat ihre Arbeitskollegin Lisa mitgenommen, mit der sie sich gut versteht. Samuel und Lisa haben einen Augenkontakt. Sie lächelt ihn an. Er spürt, wie seine Wangen heiß werden. Nach einem Getränk nimmt er seinen Mut zusammen und fängt ein Gespräch mit ihr an. Sie verstehen sich von Anfang an gut und reden die ganze Nacht. Als Samuel am nächsten Morgen aufwacht, hat er eine Nachricht erhalten. Gestern war wirklich schön. Ich hoffe, das können wir wiederholen. Die Nachricht ist von Lisa. Er lächelt ins Telefon und antwortet, das würde mich sehr freuen. Ali steht früh auf, um sich auf den Flohmarkt vorzubereiten. Sie hat ihre alten Bücher, Schmuck, Klamotten und vieles mehr auf der Treppe vor der Haustür abgestellt. Die will sie verkaufen. Sie ist aufgeregt und freut sich auf den Tag. Vielleicht verdient sie sogar ein bisschen Geld. Sie fährt zum Flohmarkt und sucht sich einen Platz aus. Sie stellt ihre Sachen auf einen Tisch und wartet auf die Kunden. Die ersten Stunden sind langsam. Deswegen redet sie viel mit den anderen Verkäufern. Eine Frau namens Francesca fällt ihr auf. Sie hat ein schönes Lächeln und ihr Kleid ist schick. Alice und Francesca haben viele gleiche Interessen. Sie gehen beide gerne reiten und schwimmen.
Doch dann kommen plötzlich viele Kunden und Alice kann sich nicht mehr unterhalten. Alle Leute wollen ihre Sachen. Aber sie wollen nur sehr wenig zahlen. Auf einem Flohmarkt handelt man. Aber die Leute wollen alles gratis haben. Am Ende verkauft Alice aber doch fast alle Sachen. Nur noch ein Medaillon bleibt übrig. Das will sie nicht um 5 Euro verkaufen. Es ist mehr wert. Alice verabschiedet sich von den anderen Verkäufern. Sie hat nur noch eine kleine Kiste mit Sachen, die sie zu ihrem Auto bringt. Auf einmal steht Francesca hinter ihr. »Ich wollte dich etwas fragen«, sagt sie, und ihre Wangen sind ganz rot. »Treffen wir uns wieder zum Kaffee?« Alice ist überrascht, aber sie freut sich sehr über die Einladung. »Wollen wir jetzt Abendessen gehen?« fragt sie. Francesca lächelt und sagt zu. Die zwei verbringen einen schönen Abend zusammen. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Ich liebe mein Fahrrad. Es ist blau, hat silberne Sterne und eine schwarze, große Hupe. Die Lichter und die Reifen sind ganz neu. Erst letzte Woche habe ich sie gekauft. Ich bin sehr stolz auf mein Fahrrad. Darum fahre ich jeden Morgen damit zur Arbeit. Dort stelle ich es immer vor den Eingang, weil da ein spezieller Parkplatz für Fahrräder ist. Es gibt ein Schloss, das man am Reifen des Fahrrads befestigt. Dadurch ist es sicher vor Diebstahl. Auch heute habe ich mein Fahrrad am Ständer befestigt. Den Schlüssel habe ich in meinen Rucksack gesteckt, bevor ich zur Arbeit ging. Es war ein langer, anstrengender Tag. Als Buchhalter muss man logisch denken und den ganzen Tag mit Zahlen arbeiten. Am Abend bin ich sehr müde und freue mich darauf, nach Hause zu fahren. Meine Freundin kocht heute einen Schweinsbraten mit Knödel. Das wird lecker. Ich verabschiede mich von meinen Arbeitskollegen und gehe zu meinem Fahrrad. Verwirrt bleibe ich vor dem Fahrradparkplatz stehen. Es ist nicht mehr da. Wie kann das sein? Ich habe doch das Schloss befestigt. Was soll ich nun tun? Plötzlich sehe ich die Überwachungskamera am Gebäude meiner Firma. Ich gehe wieder zurück zu meinem Arbeitsplatz und suche Johann. Er kennt sich mit den Kameras aus. Gemeinsam sehen wir uns die Videos der Kamera an. Um 3 Uhr nachmittags sieht man einen Mann, der sich mein Fahrrad genau anschaut. Er hat eine Zange dabei. Mit dieser Zange schneidet er das Schloss auf und nimmt sich mein Fahrrad. »Er stiehlt es«, schreit Johann. Das macht mich wütend. Mein Fahrrad wurde gestohlen. Schnell rufe ich die Polizei an. Hoffentlich finden sie den Dieb schnell. Wie soll ich sonst zur Arbeit kommen? Mein erstes Fettnäpfchen. Ich bin sehr aufgeregt. Heute treffe ich die Eltern meiner Freundin zum ersten Mal. Ich kenne sie noch nicht. Meine Freundin beruhigt mich. Sie sagt, meine Eltern sind nette Menschen. Du wirst sie mögen und sie werden dich mögen. Mach dir keine Sorgen. Das hilft mir nicht. Ich bin immer noch sehr nervös. Ich möchte einen guten Eindruck machen. Ich will, dass sie meine beste Seite sehen. Wir sitzen im Auto und fahren zu dem Haus ihrer Eltern. Wir steigen aus und drücken auf die Klingel. Ich höre ein kurzes Lied im Haus. Dann öffnet jemand die Tür. Ein großer Mann mit langem Bart und dicken Muskeln steht vor mir. Er hat Tattoos am Hals und schwarze Kleidung an. Ich schlucke. Er sieht angsteinflößend aus. Er könnte mir leicht meine Knochen brechen. Dadurch steigt meine Nervosität. Meine Hände schwitzen. »Hallo Papa«, sagt meine Freundin und küsst ihn auf die Wange.
Sie zeigt auf mich und sagt: »Das ist Daniel, mein neuer Freund.« Ich wische mir den Schweiß in mein Hemd und gebe ihrem Vater die Hand. »Guten Tag, es freut mich, Sie kennenzulernen«, sage ich. So weit, so gut. Wir treten ein. Das Haus ihrer Eltern ist sauber und riecht gut. Die Mutter meiner Freundin kommt zu mir. Sie hat ein breites Lächeln im Gesicht und umarmt mich. Sie riecht nach Rosen und hat weiße Kleidung an. Außerdem hat sie blonde Haare. Dann möchte sie mich auf die Wange küssen. In dem Moment drehe ich aber meinen Kopf. Dadurch küsst sie mich auf die Lippen. Wie peinlich. Mein Kopf wird so rot wie eine Tomate. Am liebsten würde ich im Boden versinken. Ich bin in ein Fettnäpfchen getreten. Die Mutter lacht. Sie nimmt es nicht so ernst. Das ist mein Glückstag. Heute ist ein sehr schöner Tag. Die Sonne scheint und die Vögel singen. Der perfekte Tag für einen Spaziergang im Park. Ich ziehe meine Jacke an und laufe los. Im Park findet gerade das Herbstfest statt. Es gibt sehr viele Dinge zu kaufen. Knoblauchbrote, Schmuck, Rucksäcke und gemalte Bilder. An einem der Stände kann man Lose kaufen. Vielleicht habe ich ja Glück, denke ich mir und kaufe ein Los. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben den Hauptpreis gewonnen. Hier ist ein Gutschein für ein schönes Abendessen in unserem Luxusrestaurant, sagt der Mann, dem der Stand gehört. Wow, vielen Dank, antworte ich. Ich stecke den Gutschein in meine Tasche und verabschiede mich. Ich setze mich auf eine Parkbank und genieße die Sonne. Entschuldigung, ist der Platz neben dir noch frei? Fragt plötzlich eine junge Frau. Ja, natürlich, antworte ich. Super, mein Name ist Lisa und wie heißt du? Mein Name ist Alex. Lisa und ich reden sehr lange über die verschiedensten Themen. Langsam wird es dunkel. Hast du vielleicht noch Lust, gemeinsam etwas zu essen zu gehen? Frage ich sie. Lisa nickt. Das ist eine gute Idee, sehr gerne. Perfekt, ich kenne ein sehr schönes Restaurant ganz in der Nähe. Der Mann vor der Losbude hatte recht. Das Restaurant ist wirklich sehr schick. Und das Essen schmeckt hervorragend. Lisa und ich bestellen uns ein leckeres Steak mit Gemüse. Nach dem Essen bringe ich Lisa nach Hause und verabschiede mich von ihr. Morgen wollen wir uns wieder treffen. Heute ist wirklich mein Glückstag, denke ich mir, während ich nach Hause laufe. Und wohin fahren wir als nächstes? Los, Martin, beeil dich. Der Zug fährt in einer halben Stunde los, sagt Laura ungeduldig. Ja, ich muss noch schnell meinen Rucksack packen. So, jetzt bin ich bereit. Laura und Martin verlassen die Wohnung und rennen zum Bahnhof. Sie wollen heute mit dem Zug in den Urlaub nach Bayern fahren. Normalerweise ist das sehr teuer. Ein Zugticket kostet oft mehr als 100 € pro Person. Aber im Moment können Sie das 9-Euro-Ticket nutzen. Damit können Sie 3 Monate lang in ganz Deutschland herumreisen. Sie können zwar nur mit der Regionalbahn fahren und nicht mit dem schnellen ICE, aber das ist beiden egal. Sie haben Urlaub und deswegen haben Sie genug Zeit. Martin und Laura schaffen es noch rechtzeitig und setzen sich erschöpft in den Zug. Während der Fahrt spielen sie Uno. Wir müssen dringend ein neues Spiel finden. Bei Uno gewinnst du immer, sagt Martin traurig, nachdem er das 10. Mal in Folge verloren hat. Das ist nur Glück. Nächstes Mal gewinnst du, antwortet Laura. Nach 5 Stunden Fahrt erreichen die beiden ihr Ziel. Sie wollen sich heute den Königssee anschauen. Wow, der See ist noch viel schöner als auf den Bildern. Die Fahrt hat sich definitiv gelohnt, staunt Laura. Auch Martin ist beeindruckt. Zum Glück gibt es das 9-Euro-Ticket
Ohne das Ticket wären wir jetzt nicht hier, sagt er. Die beiden verbringen den ganzen Nachmittag am See. Am Abend fahren sie wieder mit dem Zug nach Hause. Was für ein schöner Ausflug! Und wohin fahren wir als nächstes? Fragt Laura. Betrügt ihr gerade? Hast du für den Test gelernt? Fragt Nadine. Ich schüttle den Kopf. Ich war lange krank und zu Hause im Bett. Keiner hat mir gesagt, dass wir einen Test haben, antworte ich. Nadine schaut mich bedrückt an. Sie weiß, dass dieser Test wichtig ist. Er entscheidet, ob ich in die nächste Klasse komme oder nicht. Geografie ist nicht meine Stärke. Es war nie mein Lieblingsfach und wird es auch in Zukunft nicht sein. Ich kenne die meisten Länder in Europa und das ist genug. Warum muss ich alles über die Welt wissen? Die erste Stunde beginnt. Ich sitze ganz hinten, neben Nadine. Ich merke, dass sie auch nervös ist. Ich schaue auf die Uhr und es ist 8:10 Uhr. Der Lehrer ist zu spät. Vielleicht haben wir Glück und er kommt nicht. Vielleicht ist er krank, hatte einen Autounfall oder hat gekündigt. Doch um 8:15 Uhr steht er im Klassenzimmer. Er wirkt gestresst. Der Lehrer klopft mit seinen Händen auf den Holztisch und wischt sich dann die Haare aus dem Gesicht. Er sagt: »So, entschuldigt meine Verspätung. Der Zug ist auf den Gleisen stehen geblieben und erst 10 Minuten später wieder weitergefahren. Ich wusste nicht, dass er mit dem Zug in die Schule kommt. Vor dem Gebäude ist ein Parkplatz für die Lehrer und ich habe immer geglaubt, dass alle Lehrer ein Auto haben. Er teilt die Tests aus. Ich schreibe meinen Namen auf das Papier und lese mir die Fragen durch. Es sind leichte Fragen. Ich fühle mich gut und weiß, dass ich das schaffen werde. Ich fülle alle Fragen aus. Am Ende der Stunde flüstert Nadine leise: »Was ist die Antwort für die Frage Nummer 4? Ich flüstere leise zurück: »Berlin.« Nadine nickt dankend. Plötzlich kommt der Lehrer. »Betrügt ihr gerade?« fragt er. Ich war einen Moment lang erschrocken. Gemeinsam müssen Nadine und ich ins Lehrerzimmer gehen. Werde ich nun in Geografie durchfallen? Strafzettel auf dem Supermarktplatz. Die Party ist mitten in der Stadt, sagt Cornelia und dreht sich zu mir. Ihr Blick ist ernst. Wie kommen wir dorthin? Frage ich besorgt. Wir überlegen, aber keiner hat eine Idee. Wir gehen in die Bäckerei und kaufen 2 leckere Brötchen mit Käse, Meerrettich und Essiggurken. Dann setzen wir uns auf die Parkbank vor dem Geschäft. Sie steht unter einem Baum und die Sonne scheint durch die Äste auf unsere Gesichter. Ich genieße die Wärme. Es ist Samstag, am Nachmittag, und ich und meine Freundin wollen am Abend zu einer Party fahren. Leider hat keiner von uns beiden ein Auto oder einen Führerschein. Darum überlegen wir schon seit fast einer Stunde, wie wir dorthin fahren können. Wir könnten mit dem Bus fahren, schlägt Cornelia vor. Diese Idee hat sie schon zum 2. Mal. Ja, aber der letzte Bus fährt um 18 Uhr und die Party beginnt erst um 22 Uhr. Was machen wir dann so lange? Plötzlich ruft mein großer Bruder an. Er möchte auch zur Party. Das freut mich, weil er nämlich einen Führerschein und ein Auto hat. Um 21 Uhr sitzen wir im Auto meines Bruders. Schon seit 10 Minuten suchen wir einen Parkplatz. Mein Bruder ist genervt. Ich stelle das Auto auf den Supermarktplatz, sagt er. Wir amüsieren uns auf der Party gut. Ich genieße das Essen sehr. Wir haben also sehr viel Spaß. Mein Bruder trinkt Alkohol. Darum fahren wir mit einem seiner Freunde nach Hause.
Das Auto bleibt am Supermarktplatz stehen. Am nächsten Tag sind wir alle noch sehr müde, aber wir müssen das Auto von meinem Bruder holen. Unsere Mutter fährt uns zum Supermarkt. Da steht das Auto. Mein Bruder entdeckt einen Zettel auf der Windschutzscheibe. Es ist ein Strafzettel. Hier darf man nämlich nicht in der Nacht parken. Mein Bruder flucht und ich muss lachen. Es war trotzdem ein wunderschöner Abend. Sonntagsbrötchen. Viele Familien haben eine bestimmte Tradition. In meiner Familie ist es unser Sonntagsfrühstück. Von Montag bis Samstag essen wir nicht zusammen. Mein Vater muss schon sehr früh zur Arbeit und isst deshalb schon um 5 Uhr morgens. Ich stehe immer erst um 8 Uhr auf und gehe zur Schule. Meine Mutter arbeitet in einer Bar und kommt deswegen erst sehr spät nach Hause. Deshalb steht sie erst um 12 Uhr auf. Aber am Sonntag ist das anders. An diesem Tag haben wir alle frei und können in Ruhe zusammen frühstücken. Ich gehe zum Bäcker und kaufe ein paar leckere Brötchen. Am liebsten mag ich Croissants. Meine Eltern essen lieber eine Brezel. Während ich zum Bäcker gehe, deckt meine Mutter den Tisch. Mein Vater kocht den Kaffee und schneidet das Obst. Sobald ich wieder zu Hause bin, essen wir alle zusammen. Es ist eine sehr schöne Tradition. Ich erzähle meinen Eltern, was ich in dieser Woche erlebt habe. Gestern war ich mit meiner Freundin Marie in der Stadt. Wir waren auf dem Weihnachtsmarkt und haben dort leckere Lebkuchen gegessen, sage ich. Oh, Lebkuchen schmecken mir auch sehr gut. Bei mir war es in dieser Woche leider sehr stressig. Wir haben zurzeit viele Aufträge. Leider haben wir nicht genug Mitarbeiter, um alles zu schaffen. Ich hoffe, dass es nächste Woche weniger anstrengend wird, erzählt mein Vater. Ich bin sehr froh, dass wir jeden Sonntag zusammen frühstücken. Die Zeit mit der Familie ist sehr wertvoll. Ich hoffe, dass ich noch viele Jahre mit meinen Eltern zusammensitzen und über Erlebnisse reden kann. Ein frühgeborenes Kind. Tom und Lara werden Eltern. Sie bekommen einen Sohn. Lara ist seit fast 8 Monaten schwanger. Es ist schrecklich, sie hat immer Probleme. Sie hat viele Blutungen. Momentan muss sie im Bett bleiben und darf nicht aufstehen. Die Ärzte haben gesagt, dass das Baby vielleicht nicht überlebt. Das ist schrecklich. Heute hat Lara einen Ultraschall und ist nervös. Sie weiß, dass das Baby lebt. Es bewegt sich viel, aber geht es ihm gut? Zum Glück ist Tom bei ihr. Die Ärztin beginnt den Ultraschall. Sie sieht das Herz. Es schlägt kräftig. Aber auf einmal lächelt die Ärztin nicht mehr. Oh oh, sagt sie. Lara und Tom haben sofort Angst. Was ist los? Wir müssen den Jungen sofort holen, sagt die Ärztin. Was ist los? Fragt Lara noch einmal. Das erkläre ich Ihnen später. Momentan geht es dem Baby gut, aber wir müssen schnell sein. Das Baby ist erst 35 Wochen alt. Das ist eine Frühgeburt. Schnell wird Lara in den Operationssaal geschoben und muss sich von Tom verabschieden. Ich liebe dich, sagt er. Ein paar Stunden später wacht sie auf. Es geht ihm gut, sagt Tom. Lara nimmt ihren Sohn sofort in die Arme. Er ist sehr klein. Er muss nicht in den Brutkasten. Aber die Krankenschwestern müssen immer genau schauen, ob es ihm gut geht. Ihr müsst mindestens eine Woche im Krankenhaus bleiben. Alles war Lara egal. Es war nur wichtig, dass es ihrem Baby gut geht. Es war sehr klein. Die Augen waren zu, aber der Junge schaut gesund aus. Patrick trifft eine wichtige Entscheidung. Patrick muss sich entscheiden.
Er hat ein Jobangebot bekommen und weiß nicht, ob er es annehmen soll. Er trifft sich heute mit seinem Kumpel Alex. Patrick hofft, dass Alex ihm bei seiner wichtigen Entscheidung helfen kann. »Hallo Patrick, du hast gesagt, dass du meine Hilfe brauchst. Worum geht es denn?« fragt Alex neugierig. »Ja, genau. Ich stehe vor einer wichtigen Entscheidung und weiß nicht, was ich tun soll. Ich arbeite zurzeit in einer kleinen Werkstatt und ich liebe meinen Job. Doch eine andere Firma hat mir eine Stelle in einem großen Autohaus angeboten. Ich würde dort viel mehr Geld verdienen als im Moment. Doch mein Weg zur Arbeit wäre 2 Stunden länger als im Moment. Ich müsste außerdem am Wochenende arbeiten. Soll ich das Angebot annehmen?« »Oh, das ist keine einfache Frage. Mehr Geld ist immer gut, aber du musst dir überlegen, ob du das Geld wirklich brauchst. Du hättest mit dem neuen Job weniger Zeit für deine Familie und musst länger arbeiten. Aber du hast auch mehr Geld, um dir neue Dinge zu kaufen. Was ist dir wichtiger?« Patrick denkt nach. »Danke für deine Hilfe. Die Zeit mit meiner Familie ist mir sehr wichtig. Ich verdiene im Moment nicht sehr viel Geld. Aber es ist genug, um ein schönes Leben zu haben und in den Urlaub zu fahren. Die Zeit mit meinen Kindern ist wertvoller als Geld. Ich habe meine Entscheidung getroffen.« »Kein Problem, dafür sind Freunde doch da«, antwortet Alex. Lieblingssendung. Es ist ein Abend wie jeder andere im Jahr 2002. Lisa sitzt auf ihrem Bett und hält ihr Telefon fest in der Hand. Sie wählt die Nummer ihrer besten Freundin Sarah und wartet darauf, dass sie abhebt. Sarah antwortet und Lisa begrüßt sie freudig. Sie reden über ihren Tag. Doch dann müssen sie aufhören. Jetzt beginnt der Grund ihres Telefonats. Jeden Abend schauen sie zusammen ihre Lieblingsserie. Das ist Gilmore Girls. In Gilmore Girls geht es um Lorelai und ihre Tochter Rory. Lorelai ist mit 16 Jahren schwanger geworden. Lorelai und Rory sind nicht wie Mutter und Tochter, sondern wie Schwestern. Beide sind klug und arbeiten viel. Lisa mag Rory besonders gerne und Sarah liebt Lorelai. Die beiden reden während der ganzen Folge. »Mach das nicht«, schreit Sarah am Ende des Telefons. Aber das hilft nichts. Nach der Folge reden sie noch ein bisschen. »Am Freitag kommst du zu mir, oder?« fragt Lisa aufgeregt. »Und dann schauen wir zusammen die Folge?« Sarah stimmt ihr zu. »Ich freue mich schon sehr. Gibt es dann Abendessen?« Lisa lacht. »Das weißt du doch. Du wirst satt nach Hause gehen.« Freitags arbeitet Lisa nicht. Deswegen treffen sich die besten Freundinnen meistens bei ihr. Heute bereitet Lisa Spaghetti mit Bolognese zu. Das ist Sarahs Lieblingsessen. Um 17:30 Uhr kommt ihre beste Freundin. Sie essen zusammen und reden. »Wow, das schmeckt lecker«, sagt Sarah. Und Lisa ist glücklich. Dann setzen sie sich vor den Fernseher. Die beiden Freundinnen freuen sich auf die Folge. Für Lisa gibt es nichts Schöneres, als mit ihrer Freundin Gilmore Girls zu schauen. Der erste Schultag. Michael hat große Angst. Heute ist sein erster Schultag. Eigentlich hat er sich sehr auf die Schule gefreut. Aber jetzt hat er Angst, dass er dort keine Freunde findet. »Was mache ich, wenn mich die anderen Kinder nicht mögen?« fragt er seine Mutter Lisa. Sie lächelt ihn an. »Du musst dir keine Sorgen machen. Du findest dort ganz schnell neue Freunde. Du bist doch ein lieber Junge«, antwortet sie ihm. Die beiden steigen ins Auto und fahren zur Schule. Michael steigt aus und winkt seiner Mutter zum Abschied zu. »Ich wünsche dir viel Spaß. Ich hole dich heute Nachmittag wieder ab«, sagt Lisa. Michael geht in das Klassenzimmer. Seine neue Lehrerin begrüßt ihn. »Hallo, ich bin Frau Schmidt
Und wie heißt du? Fragt sie. Ich heiße Michael. Sehr gut. Dein Platz ist dort drüben neben Lukas. Michael setzt sich neben seinen Mitschüler. Die beiden verstehen sich sofort sehr gut. Sie reden sehr viel über Lego und Computerspiele. Am Nachmittag wird Michael von seiner Mutter abgeholt. Und wie war dein erster Schultag? Fragt sie ihn. Du hattest recht, es ist sehr schön. Ich habe auch schon einen ersten Freund gefunden. Er heißt Lukas und sitzt neben mir. Und der Unterricht ist auch sehr spannend. Wir haben heute Mathe und Deutsch gelernt. Frau Schmidt ist eine nette Lehrerin. Sie erklärt uns alles ganz genau. Ich kann es kaum erwarten, morgen wieder in die Schule zu gehen, erzählt er aufgeregt. Das klingt toll. Es freut mich sehr, dass es dir in der Schule so gut gefällt, antwortet Lisa lächelnd. Ein interessanter Beruf. Julius ist heute zu Besuch bei seiner Freundin Marlene. Es gibt Kaffee und Kuchen. Die beiden sitzen in der Küche und reden über die verschiedensten Dinge. Marlenes Sohn Linus ist auch dabei. Was ist eigentlich dein Beruf, Julius? Fragt Linus neugierig. Ich arbeite als Feuerwehrmann, antwortet Julius. Der kleine Junge ist beeindruckt. Das ist ein gefährlicher Beruf, oder? Hast du schon mal ein Feuer gelöscht? Julius nickt. Ja, der Beruf kann sehr gefährlich sein. Wenn ein Haus brennt, dann werden wir gerufen und müssen das Feuer löschen. Man muss aufpassen, dass man sich nicht verbrennt. Deswegen haben wir immer einen Helm auf. Aber wir haben auch noch viele andere Aufgaben. Bei einem starken Sturm fallen oft Bäume um und blockieren die Straße. Wir entfernen die Bäume, sodass die Autos weiterfahren können. Das klingt sehr spannend. Ich liebe die Feuerwehr. Ich habe auch ganz viel Spielzeug, antwortet Linus aufgeregt. Er zeigt Julius ein Spielzeugauto. Habt ihr auch so ein Feuerwehrauto? Ja, mit einer großen Leiter. Damit können wir in Häuser oder auf Bäume klettern. Wenn wir dringend zu einem Feuer müssen, dann schalten wir das Blaulicht ein. Die anderen Autos halten an, damit wir schnell zum Ziel kommen. Das ist so ein interessanter Beruf. Ich will auch Feuerwehrmann werden, wenn ich erwachsen bin, sagt Linus. Julius lächelt. Das finde ich sehr gut. Die Arbeit macht auch sehr viel Spaß. Wir brauchen dringend mehr Feuerwehrleute. Es gibt sehr viel Arbeit und wir haben nicht genug Mitarbeiter. Anstrengender Tag. Um 5 Uhr klingelt der Wecker von Laura. Sie muss sich beeilen, denn gleich beginnt ihr Frühdienst. Sie zieht sich an, setzt sich auf ihr Fahrrad und fährt los. Laura arbeitet als Krankenpflegerin in einem großen Krankenhaus. Der Job macht ihr sehr viel Spaß, allerdings ist die Arbeit oft nicht leicht. Zurzeit ist im Krankenhaus sehr viel los. Viele Menschen sind krank und müssen behandelt werden. Laura wäscht die Patienten und gibt ihnen die nötigen Medikamente. Als Krankenpflegerin hat Laura einen sehr wichtigen Job und viel Verantwortung. Heute ist es besonders stressig. Es werden viele neue Patienten eingeliefert. Laura hat keine Zeit für Pausen, da es ständig etwas zu tun gibt. Sie kann erst etwas essen, als ihr Dienst zu Ende ist. Aber Laura kann sich immer noch nicht ausruhen. Jetzt muss sie noch einkaufen gehen. Sie braucht Brot, Gemüse und neue Getränke. Um 16 Uhr ist sie endlich zu Hause und legt sich erschöpft auf das Sofa. In diesem Moment klingelt das Handy und ihre Freundin Tanja ruft an. »Hallo Laura, wir wollen heute Abend essen gehen. Möchtest du mitkommen?« fragt sie. »Hallo Tanja, danke für die Einladung. Mein Tag heute war leider sehr anstrengend. Ich kann nicht mitkommen. Ich bin zu müde und muss morgen wieder sehr früh aufstehen. Nächstes Mal komme ich gerne mit.«
Oh je, alles klar. Ruh dich schön aus. Vielleicht klappt es ja nächstes Mal. Tschüss. Vielen Dank. Ich gehe jetzt gleich ins Bett, damit ich morgen wieder fit bin. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Willkommensgeschenk. Tanja ist nervös. Sie hat einen neuen Job in einer großen Firma. Morgen ist ihr erster Arbeitstag. Am Abend trifft sie sich mit ihrer Freundin Saskia. »Hallo Tanja, warum guckst du denn so traurig?« fragt sie ihre Freundin. »Ich habe ein bisschen Angst. Morgen ist mein erster Arbeitstag. Was mache ich, wenn mich meine Kollegen nicht mögen? Oder wenn die Arbeit keinen Spaß macht?« fragt Tanja unsicher. Saskia umarmt sie und klopft ihr auf die Schulter. »Du machst dir unnötig Sorgen. Ich bin mir sicher, dass deine Kollegen sehr nett sind. Wir können uns morgen wieder treffen und dann kannst du mir erzählen, wie dein erster Arbeitstag war.« »Das ist eine gute Idee. Ich werde nun nach Hause gehen und schlafen.« »Wir sehen uns morgen«, sagt Tanja und verabschiedet sich. Am nächsten Tag fährt sie aufgeregt zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Sie wird sofort von ihrem neuen Chef begrüßt. Er überreicht ihr einen Blumenstrauß und eine Tafel Schokolade. »Ein kleines Willkommensgeschenk. Ich begrüße Sie in unserer Firma«, sagt er zu Tanja. Danach zeigt er ihr das Büro und erklärt ihr, was sie zu tun hat. Abends trifft sich Tanja wieder mit ihrer Freundin. »Und? Wie war dein erster Arbeitstag?« fragt Saskia neugierig. »Du hattest recht. Die Arbeit macht wirklich sehr viel Spaß. Ich arbeite in einem schicken Büro mit moderner Technik. Und meine Kollegen sind sehr nett. Ich habe sogar ein Willkommensgeschenk erhalten«, sagt Tanja und zeigt ihrer Freundin den Blumenstrauß und die Schokolade. »Das freut mich wirklich sehr. Es ist schön, einen Job zu haben, der Spaß macht.« Willst du ein Dieselfahrzeug? Marius steht vor einer schwierigen Entscheidung. Er möchte sich ein neues Auto kaufen. Leider kennt er sich mit diesem Thema nicht so gut aus. Deswegen bittet er seinen Freund Tobias um Hilfe. Er arbeitet in einer Werkstatt und weiß sehr viel über Autos. »Hallo Tobias, ich brauche ein neues Auto. Kannst du mir helfen?« fragt er. »Na klar, sehr gerne. Was möchtest du denn wissen?« antwortet Tobias. »Was ist besser, Benzin oder Diesel?« Tobias denkt kurz nach. »Das ist keine einfache Frage. Wofür willst du dein Auto nutzen? Dieselautos haben meistens einen niedrigeren Verbrauch als Benziner. Wenn du jeden Tag weit fährst, dann ist das die richtige Wahl. Autos mit Benzinmotor verbrauchen etwas mehr, aber dafür kosten sie oft weniger.« »Oh, das wusste ich gar nicht. Gibt es noch andere Besonderheiten?« fragt Marius neugierig. Tobias nickt. In einigen Städten gibt es Fahrverbote für Dieselautos. Mit diesen Autos darfst du nicht in die Innenstadt fahren. »Oh, das ist schlecht. Ich fahre oft in die Stadt zum Einkaufen. Es ist nur eine kurze Strecke bis dorthin.« »Dann solltest du dir kein Dieselauto kaufen. Doch auch ein Benziner ist nicht für kurze Strecken geeignet. In diesem Fall ist ein Elektroauto praktischer«, erklärt Tobias. »Vielen Dank für die Hilfe. Dann werde ich mir ein E-Auto kaufen«, sagt Marius. »Kein Problem. Ich helfe dir immer gern. Doch wenn du immer nur kurze Strecken fährst, dann ist ein Fahrrad die beste Lösung. Du kommst schnell an dein Ziel und es ist besser für die Umwelt«, antwortet Tobias und grinst. Sebastian ist noch auf Diät. Endlich ist Freitag. Sebastian hat sich schon lange auf diesen Tag gefreut. Heute trifft er sich mit Luisa und Anton.
Anton hat vor einigen Wochen sein Jurastudium abgeschlossen. Die 3 Freunde wollen heute essen gehen, um das zu feiern. »In welches Restaurant wollen wir gehen?« fragt Anton. »Wir feiern deinen Abschluss, deswegen darfst du entscheiden.« »Hast du ein Lieblingsrestaurant?« antwortet Sebastian. Anton denkt nach. Es gibt ein neues Burger-Restaurant in der Stadt. Es heißt American Star. Das soll richtig gut sein. »Wie findet ihr die Idee?« fragt Anton. »Ich habe schon sehr lange keinen Burger mehr gegessen. Das ist eine gute Idee«, sagt Luisa begeistert. Auch Sebastian ist einverstanden. Im Restaurant sitzen sehr viele Leute. »Wow, das ist voll und das Essen sieht richtig gut aus«, freut sich Luisa. Sebastian sieht sich die Speisekarte an. Die Auswahl ist leider nicht besonders gut. Es gibt nur fettige Burger und wenige gesunde Dinge. »Ich nehme den doppelten Cheeseburger mit Pommes. Wofür habt ihr euch entschieden?« fragt Anton. »Ich nehme den vegetarischen Burger mit Ziegenkäse. Zum Nachtisch esse ich dann noch einen Schokokuchen«, sagt Luisa. »Ich esse heute keinen Burger. Ich nehme nur einen Salat«, sagt Sebastian. Luisa und Anton sehen ihn verwundert an. »Warum denn nur einen Salat? Du liebst doch Burger«, sagt Luisa verwundert. Sebastian nickt traurig. »Ja, das stimmt, aber ich möchte doch unbedingt abnehmen. Deswegen esse ich im Moment nur gesunde Sachen. Bin noch auf Diät«, erklärt er. Pfandflaschen sammeln. Marius wird heute von seinem Kumpel Jack besucht. Jack wohnt eigentlich in New York und macht gerade Urlaub in Deutschland. Die beiden Freunde sitzen auf dem Sofa und trinken eine Cola. Als die Flasche leer ist, möchte Jack sie in den Mülleimer werfen. »Halt! Was machst du denn da?« fragt ihn Marius. »Ich werfe die leere Flasche weg«, antwortet Jack verwundert. Marius schüttelt den Kopf. »Das ist doch eine Pfandflasche. Die darfst du nicht wegwerfen.« Jack ist verwirrt. »Was ist denn eine Pfandflasche?« fragt er. Marius erklärt es ihm. »Wenn du in Deutschland eine Flasche kaufst, dann zahlst du den normalen Preis und noch zusätzlich 25 Cent Pfand. Wenn du die leere Flasche in den Supermarkt zurückbringst, dann bekommst du die 25 Cent zurück.« »Oh, ich verstehe. Aber warum ist das in Deutschland so?« fragt Jack neugierig. »Früher wurden Plastikflaschen oft weggeworfen. Das ist schlecht für die Umwelt. Jetzt wollen die Menschen ihr Geld zurückhaben und bringen die leeren Flaschen in den Supermarkt. So gibt es weniger Müll«, erklärt Marius. »Das ist eine richtig gute Idee. In Amerika gibt es so ein System nicht. Viele Menschen sind zu faul, um die Flaschen in den Müll zu werfen. Deswegen liegen sie überall herum«, antwortet Jack. Marius zeigt Jack eine große Tüte, die voll mit Flaschen ist. »Hier sammle ich all meine Pfandflaschen. Wenn ich in der Stadt bin und eine Flasche herumliegen sehe, dann nehme ich sie mit nach Hause. Wenn die Tüte voll ist, dann gebe ich alle Flaschen auf einmal zurück. Von dem Geld kann ich mir dann etwas Schönes kaufen.« Niemals zu spät. Magdalena macht ein Auslandssemester in Argentinien. Sie wohnt seit 2 Wochen in Mendoza. Die Stadt liegt in den Bergen und ist sehr grün. Dort produzieren sie viel Wein. Magdalena gefällt es gut. Ihre Uni-Kollegin Jenny hat sie zu einer Feier eingeladen. Die findet heute statt. Magdalena ist gespannt, wie die Party mit Argentiniern wird. Kurz nach 8 Uhr kommt sie im Haus ihrer neuen Freundin an. Sie läutet an. Jenny kommt überrascht nach draußen. »Du bist schon da?« ruft sie.
Komm rein. Magdalena ist verwirrt. Du hast gesagt, wir sollen um 8 Uhr kommen, oder? Fragt Magdalena auf Spanisch. Jenny nickt und sagt nichts. Zusammen gehen die jungen Frauen ins Wohnzimmer. Dort ist es sehr chaotisch. Altes Essen steht auf dem Couchtisch. Keine andere Person ist hier. Tut mir leid, ich muss noch aufräumen. Magst du etwas trinken? Fragt Jenny. Das ist merkwürdig. Warum ist noch nichts fertig? Hat sich Magdalena eine falsche Uhrzeit gemerkt? Ich helfe dir gleich beim Putzen. Aber kann ich dich was fragen? Sagt Magdalena. Jenny nickt freundlich. Warum bist du noch nicht fertig? Warum ist noch niemand hier? Jenny lacht laut. In Argentinien kommen fast alle Leute immer eine halbe Stunde zu spät. Wenn eine Party um 8 Uhr beginnt, kommt niemand vor 8:30 Uhr. Viele kommen erst um 9. Das ist Magdalena peinlich. Das hat sie nicht gewusst und entschuldigt sich. In Deutschland kommt man niemals zu spät, erklärt sie. Jenny lacht laut und glaubt Magdalena nicht. Auf jeden Fall hast du mehr Pech gehabt als ich. Jetzt lacht auch Magdalena. Zusammen räumen sie das Haus auf und bereiten das Essen vor. Marvin zahlt Kirchensteuer. Marvin sitzt mit seinem Kumpel Ruba in einem Biergarten. Sie kennen sich erst kurz, aber sie verstehen sich gut. Ich freue mich schon sehr auf meine Hochzeit, sagt Marvin. Ja, weil Melanie dann endlich deine Frau ist? Fragt Ruba. Marvin lacht. Eigentlich ist mir das egal. Ich liebe sie sehr. Es ist mir egal, ob wir verheiratet sind oder nicht. Aber sie will gerne heiraten. Und ich will, dass sie glücklich ist. Ruba trinkt von seinem Bier. Warum freust du dich dann? Fragt er. Marvin grinst. Ich weiß nicht, ob du religiös bist. Aber ich bin es nicht. Meine Verlobte will unbedingt in der Kirche heiraten. Ruba schüttelt verwirrt den Kopf. Also, freust du dich auf die Kirche? Fragt er. Marvin lacht laut. Auf das Gegenteil. Nach der Hochzeit kann ich endlich aus der Kirche austreten. Marvin sieht sofort, dass Ruba ihn nicht versteht. Er kommt aus Indien und wohnt erst seit kurzem in Deutschland. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Hier in Deutschland sind wir Mitglieder der Kirche. Wir müssen jeden Monat Geld an die Kirche zahlen. Ruba ist geschockt. Was? Warum? Marvin stimmt ihm zu. Das Konzept ist für ihn auch merkwürdig. Warum? Das weiß ich nicht genau. Für die Organisation? Damit die Kirche genug Geld hat. Auch damit sie spenden können. Man darf zum Beispiel nur in der Kirche heiraten, wenn man das Geld bezahlt. Aber ich zahle 1,5% von meinem Gehalt. Das ist zu viel. 50 € in jedem Monat. Wenn man aus der Kirche austritt, zahlt man nichts mehr. Deshalb kann ich nicht auf meine Hochzeit warten. Blöde Frage? Sam ist aufgeregt. Heute hat er seinen ersten Kurs in Spanisch. Und er ist der Lehrer. Es ist ein Kurs für Fortgeschrittene. Seine Schüler sieht er heute zum ersten Mal. Er geht in die Klasse und begrüßt sie. Alle sind erwachsen. Sam erzählt ihnen, wer er ist und was sie in diesem Semester machen werden. Dann sollen sie sich vorstellen. Ein Mann hebt den Arm. »Willst du beginnen?« fragt Sam. Er schüttelt den Kopf. »Darf ich eine Frage stellen? Sie ist vielleicht blöd«, sagt der Mann. Er ist ungefähr 40 Jahre alt. »Es gibt keine blöden Fragen«, antwortet Sam. Das ist ein typischer Satz von Lehrern. »Das ist nicht der Italienischkurs, oder?« fragt der Mann. Die Klasse lacht leise.
Das ist wirklich lustig. Sam redet seit 5 Minuten Spanisch. Nein, das ist nicht Italienisch, hat er geantwortet und versucht, nicht zu lachen. Das ist Spanisch für Fortgeschrittene. Willst du zum Anfängerkurs in Italienisch? Ich kann ihn im System suchen. Dann kann ich dir sagen, wo der Kurs ist. Der Mann schüttelt den Kopf. Ich freue mich, wenn Sie nachschauen, aber ich will zum Profikurs in Italienisch. Jetzt lacht auch der Lehrer laut. Der Mann musste sehr gut Italienisch sprechen. Er hätte gleich wissen müssen, dass die Leute in dem Kurs kein Italienisch sprechen. Der Mann lacht laut mit den anderen. Tut mir leid, ich bin heute sehr müde, sagt er. Ich muss zugeben, sagt der Lehrer, manchmal gibt es doch blöde Fragen. Er zwinkert dem Italienischschüler zu. Der lacht noch lauter. Er versteht Spaß. Eine Allergie gegen Tierhaare. Der kleine Max hat eine schwere Tierhaarallergie. Er kann nicht mit einem Hund oder einer Katze in einem Zimmer sein. Dann bekommt er keine Luft mehr. Das ist sehr schlimm für ihn. Max liebt Tiere sehr. Er will sie immer umarmen, aber das kann er nicht. Sonst muss er vielleicht in ein Krankenhaus. Leider wird in letzter Zeit seine Allergie immer schlimmer. Für die Sommerferien fährt er deshalb zu seiner Oma. Sie wohnt in den Bergen und es gibt keine Nachbarn. Es gibt auch keine Tiere mit Fell. In ihrem Haus soll er sich erholen. Max gefällt es sehr gut bei seiner Oma. Er erkundet den Wald und die Berge. Eines Tages entdeckt er in einem Bach einen kleinen Fisch. Er ist in einem Netz gefangen. Max befreit ihn und wirft ihn zurück ins Wasser. Er blinzelt. Hat der Fisch ihm mit seiner Flosse gewunken? Jeden Tag kommt Max zurück zum Bach. Er setzt sich an den Rand und beobachtet die Fische. Das macht ihm sehr viel Spaß. Am Ende des Sommers holt seine Mama Max ab. Max ist aufgeregt und freut sich sehr, seine Mutter zu sehen. »Mama, darf ich ein Haustier haben?« fragt Max. Seine Mutter schaut traurig. »Du weißt, dass das nicht geht«, antwortet sie ihm. Max schüttelt aufgeregt den Kopf. »Aber Mama, hör doch zu, ich hätte gern ein Aquarium mit Fischen. Die kann ich den ganzen Tag anschauen.« Seine Mutter lacht laut und sie kaufen schon am nächsten Tag ein Aquarium. Jetzt hat Max endlich ein Haustier. Er liebt seine Fische von ganzem Herzen. Der Deutschkurs. Kasim wohnt seit einigen Monaten in Berlin. Er kommt aus Ghana und arbeitet seit kurzem bei einem großen deutschen Unternehmen. Am Anfang war es für Kasim nicht leicht in Deutschland. Er hatte hier keine Freunde und konnte nur sehr schlecht Deutsch sprechen. Doch mittlerweile hat sich das geändert. Er besucht seit ein paar Wochen einen Deutschkurs. Dort lernt er zusammen mit anderen Ausländern die deutsche Sprache. Die Lehrerin heißt Antonia. Sie erklärt ihnen die Grundlagen der Grammatik und wichtige Vokabeln. Mit der Hilfe von Antonia hat Kasim in ein paar Wochen sehr viel gelernt. Er kann sich jetzt auf Deutsch unterhalten und einkaufen gehen. Das macht vieles leichter. In dem Kurs hat Kasim auch seine besten Freunde Lorenzo und Merjem kennengelernt. Lorenzo hat früher in Rom gelebt und wohnt auch noch nicht lange in Deutschland. Merjem kommt aus der Türkei. Sie wohnt schon länger in Deutschland. Sie besucht den Deutschkurs, um ihre Sprachkenntnisse zu verbessern. Nachdem der Kurs beendet ist, gehen die 3 Freunde zusammen in ein Restaurant. Dort unterhalten sie sich und erzählen, was sie erlebt haben. Kasim gefällt das Leben in Deutschland sehr gut. Er ist froh, dass er den Kurs besucht. So hat er schnell neue Freunde gefunden und die deutsche Sprache gelernt.
Heute telefoniert er mit seiner Familie in Ghana. Und, wie ist es in Deutschland? Fragt sein Vater neugierig. Es ist sehr schön. Die Menschen sind nett und die Arbeit macht viel Spaß. Mein Deutsch wird auch immer besser, sagt Kasim.